Könnt ihr euch vorstellen, dass euer Chef euch einen Freizeitpark baut? Ich auch nicht, hat aber einen Schokoladenhersteller gemacht und über den Park sprechen wir heute. Den haben wir nämlich auch besucht und sind da 14 verschiedene Achterbahnen, wenn nicht sogar 15 gefahren. Und es geht nicht um den Vater von Willi Sauerlich, aka Klößchen, sondern um Hershey Park. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Bull Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und heute reden wir über alle Achterbahnen von Hershey Park. Und das ist kein Quatsch, was ich gerade im Pre-Intro erzählt habe. Der Hershey Park wurde für die Mitarbeiter gebaut. Step by Step müssen wir da durchgehen, denn wir sind im Ort oder in der Stadt Hershey in Pennsylvania, Bundesstaat der USA. Und 1906 hat Milton S. Hershey diesen Freizeitpark für Angestellte der Hershey Chocolate Company gegründet. Das ist echt crazy und echt cool und voll nett und so. 1923 gab es dann aber auch erst die erste Achterbahn. Das Ganze war trotzdem vorher natürlich schon ein Freizeitpark. Und was auf jeden Fall spannend ist, auch heute ist das Ganze noch Company. Der Hershey Park gehört immer noch Hershey Chocolate. Mit einem gratis Dark Ride, den man sogar fahren kann. Man muss dafür nicht in den Freizeitpark. Den und vieles andere zeigen wir euch übrigens auch in unserem Tour-Vlog, den verlinke ich euch auch gerne hier oben, wo wir den Hershey Park besuchen und das Ganze startet morgens im Hotel über Frühstück, Anreise, der Parkbesuch, bis man da wegfährt und abends irgendwo anders wieder landet. Wenn ihr da Bock drauf habt und vor allem viel Meinung von anderen Leuten zu den verschiedenen Bahnen, nicht nur meine Meinung, checkt das auf jeden Fall aus, guckt euch das Ganze mal an, ist ganz interessant geworden. Geht auch ein bisschen noch was zum Hershey Park selbst und dann was für Fahrgeschäfte es noch neben Achterbahnen gibt, was für Dark Rides es gibt oder auch den Wasserpark, der ziemlich groß ist und auch direkt im Eintritt mit inkludiert ist. Bevor wir zu den Achterbahnen kommen, die man heute da fahren kann und ihr damit vielleicht ein bisschen besser einschätzen könnt, ob sich das für euch persönlich lohnt, den Park zu besuchen, einmal kurz noch ein Blick in die Geschichte vom Hershey Park und den 6 nicht mehr bestehenden Achterbahnen, die den Park inzwischen verlassen haben. Unter anderem die Holzachterbahn Wildcat von 1923, die gibt es heute nicht mehr. 2 Toboganen haben den Park verlassen. Sowas gibt es noch in Frankreich oder inzwischen in Frankreich. Auf der Reise, wo ihr dann in so einer Röhre senkrecht in so einem kleinen Wagen, der einfach nur ein Käfig ist, nach oben gefahren werdet, runter spiralisiert werdet und dann ein paar Schläge bekommt. Haben wir im Kanal auch schon ein paar Mal gezeigt. Die hatten 2 Stück davon, die inzwischen verkauft wurden. Und was ziemlich spannend ist, war der Roller Soaker von 2000 bis 2012 von Setpoint gebaut. Und das ist spannend, weil das ist die Firma, die Minecraft Madness in Epic Universe und in Universal Japan gebaut hat. Und auch da haben die schon so 2 Rohre übereinander, so als Single Rail quasi. Aber da hängt man unter der Schiene mit 4 Leuten in der Gondel, 2 Rücken an Rücken und wird dann nass gemacht und abgespritzt mit irgendwelchen Wasserkanonen. Ist so ein bisschen wohl die Bandit Bombers Inspiration gewesen. Sah auf jeden Fall crazy aus, das gab es da auch. Aber damit wollen wir uns jetzt gar nicht so lange aufhalten, sondern wir müssen über 14 Achterbahnen oder eigentlich 15 sogar in diesem Video jetzt sprechen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie machen wir es am besten? Ja, alphabetisch. Und da gehen wir jetzt durch und danach könnt ihr entscheiden, ist der Hershey Park für euch was? Ich würde sagen, ja, das lohnt sich, den zu fahren. Aber wir gucken jetzt mal, was ist da? Lohnt sich das? Macht das Spaß? Wenn wir alphabetisch durchgehen, starten wir mit Candymonium. Und nach unserem ersten Besuch 2018 war jetzt 2025 Candymonium für uns eine Neuheit, denn diese Bahn hat 2020 eröffnet. Hersteller B&M, Bollinger & Mabillard und das Ganze vom Typ her ein Hypercoaster. Kennt ihr vielleicht als Silverstar im Europapark. Hier aber sau gut. 64 Meter hoch, 1413,1 Meter lang, 122,3 km/h Spitzengeschwindigkeit, eine maximale Neigung von 77,3 Grad. Es gibt 7 Airtime-Punkte auf der Strecke und diese Bahn ist im Rahmen der Chocolate World Town Erweiterung im Park mit installiert worden. Quasi ist der Parkeingang hinter der Achterbahn gewesen. Jetzt ist davor eine Achterbahn und davor ist der Eingang und davor ist diese ganze Chocolate World auch noch mit diesem gratis Dark Ride. Also ich habe nichts wiedererkannt, aber es sieht wirklich schön aus. Leider ist der ganze Wartebereich hässlich im Keller und sieht wirklich ganz, ganz schlimm aus. Der Shop war, also der Souvenirladen nach der Fahrt und wo es die Fotos eigentlich gibt und Merchandise-Artikel, der war leer, da gab es nichts. Also das war ja noch leerer als unsere aktuell. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Vielleicht ist bei uns im Shop auch wieder ein komplett neuer Stock. Checkt das lieber aus, redreview-shop.de. Und ja, ein bisschen bunt angemalt alles, aber es fehlt da auf jeden Fall Liebe zum Detail und überhaupt gute Gestaltung. Und man hat eigentlich sich irgendwo Mühe gegeben, weil Candymonium
auch sich auf Süßigkeiten bezieht, wie der Name es schon erahnen lässt, und die 3 Züge, die es gibt, verschiedene Themen haben und danach gestaltet sind. Und diese 3 Züge sind einmal der Hershey's Kisses, dann gibt es Reese's Peanut Butter Cups und Twizzlers. Das sind die 3 Züge oder die 3 Themen der Züge. Ja, geschenkt, aber der Platz, die Bahn an sich sehen gut aus, die Fahrt ist geil, macht einfach nur Spaß, tolle Achterbahn, Candymonium, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Cocoa Cruiser, 2014 eröffnet von Zamperla, Gravity 80 STD. Ja, Standard Kinderachterbahn, die man sehr oft hier auf dem Kanal schon gesehen hat, darf man hier als Erwachsener fahren, für die unter euch, die counten möchten. Komet, ein Klassiker, also namenstechnisch auf jeden Fall ein absoluter Klassiker von 1946. PTC, Philadelphia Toboggan Coasters, haben die Bahn gebaut. Ist eine Holzachterbahn, eine alte Holzachterbahn, ca. 25 Meter hoch, 1024 Meter lang. Da ist auf jeden Fall noch was los gewesen früher. 80,5 km/h Spitzengeschwindigkeit, die erreicht werden. Die Bahn ist aber sehr rough, trotzdem oldschool und total verbastelt, überall mit reingefummelt und reingebaut und steht mal auf dem Wasser, mal nicht. Dann geht eine Achterbahn drüber, drunter, nebenher und weiß ich nicht. Das ist schon ziemlich kurios, aber auch irgendwie cool, hat super viel Charme, Charakter und ey, die Leute haben immer noch Bock und wir haben, also das war auch eine der höheren Wartezeiten bei unserem Besuch jetzt 25. Tolle Bahn irgendwo, auch wenn sie jetzt nicht so angenehm zum Fahren ist, obwohl diese PTC-Züge echt gut gepolstert sind. Fahrenheit ist die nächste Bahn und Fahrenheit ist ja auch die Temperatureinheit in den USA und das ist wirklich immer noch der maximale Schwachsinn. Grad Celsius ist für mich so nachvollziehbar. Grad Fahrenheit macht keinen Sinn. Es gibt wirklich keinen, man kann es nicht einfach mal so umrechnen, aber es liegt daran, dass Herr Fahrenheit einfach komplett Banane war und das einfach total dumm gemacht hat. Das ist Punkt. Darum soll es jetzt gar nicht gehen, aber mal ehrlich, so unter uns Klosterschwestern hier im Video. Wenn Wasser bei 0 Grad friert und bei 100 Grad verdampft, ist das doch voll geil, die Einheit von 0 bis 100 zu machen, wenn es diesen Status und diesen Status gibt. Hä? Was? Und nicht, ich mache irgendwie Wasser so kalt, wie ich gerade mit irgendwelchen Mitteln kann und das ist dann 0 und dann rechne ich das irgendwie irgendwo anders hin. Was ist das für ein Quatsch? Aber es soll um die Achterbahn gehen. Ist aber auch Quatsch. Intamin hat 2008 einen Vertical Lift Coaster geliefert. Hat die Bügel, wie ihr sie von Desert Race vielleicht kennt, und 6 Inversionen. Und es geht halt wirklich einen senkrechten Lift nach oben und der droppt dann in die Strecke rein. Und diese 6 Inversionen sind zusammen dann der Norwegian Loop, eine Copper Roll und ein Double Corkscrew. 850 Personen können da in einer Stunde mit durchgeschaufelt werden. Könnt ihr euch auch irgendwie den Garten stellen, wenn ihr 12,1 Millionen Dollar übrig habt oder hattet zu der Zeit 2008. 36,9 Meter hoch, 823 Meter lang, 93,3 km/h schnell. So lahm irgendwo am Ende des Tages. Die Bahn hat uns alle nicht abgeholt, ist jetzt nicht so spektakulär gewesen, vibriert auch ein bisschen, aber es liegt vielleicht dann eher an der Wartung des Parks. Ja, das sieht erstmal krass aus, aber irgendwie wurde keiner von uns krass abgeholt. Es war Mitte der Tour, es war auch eine kurze Tour, also das ist eigentlich komplett irrelevant, aber irgendwie hat es nicht Zoom gemacht und Fahrenheit, ja, sind wir gefahren und auch weiter gesteppt. Das war halt auch die erste große Bahn an dem Tag, also es hätte eigentlich ein bisschen mehr kicken müssen, hat es aber bei keinem von uns irgendwie. Was aber cool ist, ist Great Bear und das ist übrigens ein Sternenbild, Grüße an Moritz an der Stelle. 1998 von B&M eröffneter Inverted Coaster. Black Mamba sagt euch allen was, das von 1998 in groß. Also eigentlich nur 27,4 Meter hoch, aber die erste Abfahrt hat 37,8 Meter. Und auf den 853,4 Metern Streckenlänge gibt es dann 4 Inversionen, die Strecke wird mit maximal 93,3 km/h durchfahren und das von 1300 Personen pro Stunde. Mit ein paar Euro mehr, 10 Jahre früher, seid ihr übrigens hier bei 13 Millionen Dollar, die diese Bahn gekostet hat, die aber mal komplett anders ist. Auch wenn eventuell die Fahrabläufe gar nicht so anders sind für den B&M Inverter, ist doch alles anders. Und nach dem Lift geht es erstmal oben in eine große Helix in der maximalen Höhe und die baut den Schwung auf, um dann die Strecke zu absolvieren, die einfach mal durch den halben Park führt. Das ist ziemlich cool und ich bin kein großer Inverted Coaster Fan, aber
Great Bear ist schon sehr nice, macht schon echt Bock und ihr fahrt dann halt in großen Looping. Es gibt einen riesigen Immelmann, eine Zero-G-Roll und einen Corkscrew. Es ist echt mega, weil das so langgezogen und groß und durch den halben Park ist. Und dann wird es noch total verrückt. Es gibt einen Fluss, den man nicht so bebauen kann und da drüber fährt die Bahn und dementsprechend gibt es die kuriosesten und absurdesten Stützen, die ihr je gesehen habt. Was Seltsames, aber voll geil und Wahnsinns-Engineering einfach wieder. Und wenn man das so sieht und halt sonst super viele normale Achterbahnen schon gesehen hat, das sieht schon bescheuert aus. Das macht Spaß. Also Great Bear ist allein wegen den Stützen total geil, aber auch dieses Layout, diese Bahn. Das ist cool, weil es einfach mal anders ist. Vor allem bei so einem, ja, ich baue immer nur standardgleich Hersteller wie B&M. Das ist sehr, sehr, sehr erfrischend. Jolly Ranger Remix sind wir unter dem Namen nicht gefahren, aber von 1991 bis 2021 hieß die Bahn Sidewinder. Vekoma Boomerang. Man kennt es. 35,5 Meter hoch, 285 Meter lang, 75,6 km/h Spitzengeschwindigkeit. Ihr fahrt eine Cobra Roll vorwärts sowie ein Looping vorwärts und das Ganze wird anschließend rückwärts durchfahren. Habt ihr schon oft gesehen, kennt ihr, Standardbahn. War bei unserem Besuch jetzt 2025 leider geschlossen, deswegen kann ich nichts zu den neuen Zügen sagen. Denn die Bahn hat ja 1991 eröffnet, hat 2011 neue Züge bekommen und jetzt, wer kurz aufpasst, weiß, Moment mal, 2018 wart ihr doch da. Richtig, 2022 gab es nochmal einen neuen Zug. Habe ich Züge gesagt? Ein Zug. Also relativ frisch noch ein neuer Zug drauf. Die haben irgendwie Bock auf die Bahn, haben sie ja auch mal umgestaltet. Love Track ist eine Bahn, die ultra beliebt ist im Park. 2015 eröffnet wurde von Maura Rides ein Spinning Coaster, ein SC2000. 426,7 Meter Strecke mit maximal 64,4 km/h. Das Ganze Indoor und komplett überrannt und beliebt. Gestaltet wie ein Funhouse oder Funhouse ist das Thema. Ne, Schwarzlicht lässt grüßen. Und ja, das krasse, Verrückte ist einfach, sobald du diese Standardbahn irgendwo Indoor reinbaust, ist das einfach komplett das Ding für alle. Crush Coaster in Paris ist, glaube ich, da das beste Beispiel. Nämlich, das ist dasselbe Layout, nur dass in Paris halt noch dieser Dark Ride Part und eine andere Station dabei sind. Und ansonsten ist das eine 0815 Standard-Achterbahn, die ihr auf jeden Fall schon mehrfach gefahren seid. Ihr kennt es als Spinning Racer von der Kirmes oder als Sky Spin aus dem Skyline Park. Spider in Lagoon, Undertow in Santa Cruz, Beach Boardwalk und ich weiß nicht was alles. Haben wir alle schon hier auf dem Kanal gezeigt, aber das Ding ist auch hier, weil es Indoor ist, irgendwie wieder komplett beliebt. Ich habe keine Ahnung. Innen ist, wer drin ist. Aber die Idee ist cool, ist ja auch witzig und macht Spaß zu fahren, aber so katastrophal und grauenvoll kann die Kapazität ja nicht sein. Wechseln wir lieber zu einer Achterbahn, wo zum Glück nicht so viel los war, obwohl das eins der Highlights im Hershey Park ist. Und das sind zwei Achterbahnen auf einmal. Lightning Racer. Holzachterbahn von GCI, Great Coasters International, der Hersteller, den ihr von Troy, Ryosen und Drake oder auch Wodan kennt. Und Millennium Flyer Züge da drauf, also auch diese neuen modernen Züge. Und es gibt zwei Seiten, Thunder und Lightning. Beide Seiten sind 27,9 Meter hoch, 1034,2 Meter lang, 82,2 km/h Spitzengeschwindigkeit. Und diese 4 Millennium Flyer Züge drehen seit dem Jahr 2000 ihre Runden im Hershey Park. Das Layout kommt von Mike Bartley und wir haben hier ein Racing, beziehungsweise richtig gesagt ein Dueling Coaster. Der ist grandios. Ihr liefert euch ein Rennen mit dem benachbarten Zug. Zwei Züge starten gleichzeitig aus der Station und trennen sich direkt. Deswegen haben wir keinen Racing Coaster, sondern einen Dueling Coaster. Und in zwei Schleifen fährt man auseinander erstmal weg. Es geht auch versetzt ein Lift nach oben und dann kommt wirklich ein saustarkes Layout. Und wir haben hier verschiedene Parts, wo man entweder parallel nebeneinander herfährt, aber auch super oft, wirklich sehr oft, das ist geil, aufeinander zufährt in verschiedensten Varianten mit Kurven oder ja, übereinander. Und was eine krasse Bahn. Also wirklich. Lightning Racer macht dieses Dueling-Ding, diesen Racing-Charakter, dieses Miteinander agieren perfekt. Sau stark. Leider eine Seite echt gut gefahren, also das ist gut. Eine Seite nicht so gut gefahren, aber super kuriose Bahn. Must do, wenn ihr da seid. Und auch irgendwie krass, dass man, ja, ist ein bisschen weiter hinten die Bahn, deswegen war da, glaube ich, auch nicht so viel los. Die ist nämlich eher im Wasserpark und in den Vorgärten der Nachbarn. Ja, tolle Bahn, also wirklich, das ist richtig, richtig gut. Lightning Racer. Wenn ihr den Rock gesehen habt, wisst ihr auch, wer die Champions da drauf sind. Eine weitere Must-Do-Achterbahn im Hershey Park ist definitiv Sky Rush.
2012 eröffneter Intamin Amusement Rides Wing Coaster. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, das sieht jetzt nicht so aus, wie ich mir einen Wing Coaster vorstelle, das ist dann mit Furious Baco, das ist ein sogenannter Wing Rider. Kann man sich gut merken, dass das bei Intamin einfach vertauscht ist. So wie man das erstmal instinktiv benennen würde ich jetzt mal behaupten. Heftige Kiste, alter Schwede, wirklich krasse Kräfte, musst du Bock drauf haben, da ist richtig was los. Du brauchst ordentliche Oberschenkel und einen starken Willen. Das ist wirklich eine krasse Bahn. Da ist man an die Grenzen des Machbaren für den Menschen Machbaren gegangen. Und das mit 61 Metern Höhe, 1097,3 Meter Streckenlänge. Das klingt okay lang, ist ganz schnell vorbei, weil du einfach mit 120,7 km/h da durchballerst. 85 Grad geneigter Drop am Anfang, ein Kabellift, der sehr steil euch nach oben bringt und mit einer Geschwindigkeit, das schafft der ein oder andere Launchcoaster noch nicht mal. Holla, die Waldfee, was eine Kiste, und vor allem auf den Außenplätzen, klar hier ein bisschen bumpy mal, aber das geht total klar. Boah, ist die Kiste wild. Skyrush macht das, hat übrigens 2024 neue Sitze und neue Bügel sogar bekommen. Wahnsinnsbahn. Skyrush wirklich sehr beeindruckend und war auch damals, bevor wir das erste Mal gefahren sind, so, boah, diese Bahn steht da und die können wir fahren. Krass. Und es ist jetzt immer noch super beeindruckend. Und nichtsdestotrotz, auch wenn ich diese wilden Sachen dann feiern kann, liebe ich auch Bahnen wie den Super Duper Looper. 1977 eröffnete Schwarzkopfachterbahn, eine Stahlachterbahn, bevor Stahlachterbahnen Sinn gemacht haben, die unglaublich gut fährt und das heute noch. 22,9 Meter hoch, 796,7 Meter lang und es gibt einen Looping, absolut Oldschool Stahlcoaster made in Germany, einfach grandios, Achterbahngeschichte zum Anfassen und Mitfahren. Super Duper Looper ist cool, müsst ihr machen und ja, einfach Liebe für diese alten Schwarzkopf-Achterbahnen. Wo sich die Meinungen teilen und die Nation gespalten ist, glaube ich, Stormrunner. 2004 Intamin Accelerator Coaster, also ein Hydraulik-Launch Coaster, wo ihr an ein Stahlseil gehangen werdet, beziehungsweise der Achterbahnzug, in dem ihr drin sitzt. Und dieses Stahlseil wird dann relativ zügig von einem Hydraulikmotor aufgewickelt und da der Zug damit dranhängt, wird der ziemlich zügig von A nach B gebracht und fährt anschließend nach C. Beziehungsweise kommt der in A wieder aus, wenn man das so genau nimmt. Ja, und die Bahn ist super wild und bevor du irgendwas kapieren kannst, ist es auch schon wieder vorbei und es ist so ein großer Kreis, den man einfach nur fährt und du siehst nichts von der Bahn. Also man sieht überall aus den Baumwipfeln so ein bisschen Achterbahn rausploppen, aber es macht keinen Sinn und bevor du es checkst, was du hier machst und was passiert und wie es fährt, ist es vorbei. Das ist schon ziemlich cool und das sind, glaube ich, gute 12,5 Millionen investierte Dollars, die dann 1200 Personen pro Stunde abfertigen können mit einer Doppelladestation und 2 Zügen. Also man kann auch mit 2 kleinen kurzen Zügen eine theoretisch hohe Kapazität fahren mit einer Doppelladestation. Und die Bahn ist 45,7 Meter hoch, hat eine Abfahrt von 54,9 Meter, 792,5 Meter Länge, 115,9 km/h Spitzengeschwindigkeit. Und eine der Inversionen hier ist die Copa Roll mit einer Höhe von 41,1 Meter. Es gibt noch eine Hardline Roll und ich sage ja, das sind auch Elemente, die kann man irgendwie nicht so ganz greifen. Dementsprechend haben sie auch Namen, die man wahrscheinlich noch nie gehört hat. Es gibt noch den Flying Snake Dive. Klar. Auch hier sind die Bügel wieder wie bei Desert Race oder wie wir es ja eben schon bei Fahrenheit hatten. Das ist übrigens eine Sache, die super viel Sinn macht und die viele Parks auch bewusst so machen, weil du hast dein Maintenance-Team und dein Ersatzteillager und wenn du mehrere Anlagen im Park hast, die auf dem gleichen Prinzip beruhen, beziehungsweise die gleiche Technik verbaut haben, die gleichen Teile verbaut haben, ist das einfacher und kostengünstiger, das zu warten und zu tauschen und immer in Betrieb zu halten. Ganz am Anfang ja erwähnt Hydraulik Launch Coaster. Warum ist das so cool? 0 auf 116 km/h fast in 2 Sekunden. Puff, tschüss. Spannende Bahn, ich finde sie cool. Ich weiß nicht, es gibt auch Leute, die nicht so geil finden. Was denkt ihr über Stormrunner? Wo wir nicht drüber diskutieren müssen, ist Trailblazer. Das ist eine Frechheit. Das Ding, abreißen. 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 1974 eröffnete Aerodynamics Mine Train.
Sonst sind die Dinger echt witzig, auch wenn die echt brutal fahren, aber das Ding ist einfach nur wack, unnötig. Stahlverschwendung, Platzverschwendung, alles Verschwendung. Rede ich nicht mehr drüber. Doofe Bahn. Wild Mouse, 1999, Mack Rides. Wilde Maus, Compact Mobil. Und die Kirmesfans von euch kennen die Maße der mobilen Wilden Maus. 14 Meter hoch, 370 Meter lang, 45 km/h Spitzengeschwindigkeit, Stani 0815 Achterbahn. Steht hier auch, ja, als ob sie verloren wurde. Witzigerweise einfach nur so erwähnt. Die Rollercoaster Database sagt, dass diese Bahn 1120 Personen pro Stunde abfertigen kann. Muss mal auf der Kirmes mal gucken, ey. Und wir haben noch Wildcats Revenge. Und diese Bahn hat sogar ein Einzelreview bekommen. Also es gibt von den ganzen anderen Achterbahnen auch Einzelreviews, aber die sind 7 bis 8 Jahre alt. Die solltet ihr vielleicht nicht gucken. Wildcats Revenge hat ein neues, aktuelles quasi bekommen und über alle Bahnen haben wir jetzt gerade mal ein bisschen gesprochen. Da gehe ich noch ein bisschen tiefer ins Detail. Wahnsinnig coole Achterbahn, ziemlich wild. Die erste Hälfte ist echt, ja, wild, krass, cool. Die zweite ist dann schon, ja, geht in die Richtung, es wird jetzt langsam mal anstrengend. Aber nichtsdestotrotz spannende Bahn, die 2023 so eröffnet hat. Vorher eine andere normale Holzachterbahn war von 1996, die erste Holzachterbahn von GCI. Und jetzt hat man sich RMC, also Rocky Mountain Coasters, dazu geholt und die haben ihren patentierten iBox-Track da drauf gepackt und haben daraus eine Hybrid-Achterbahn gemacht mit 42,7 Metern Höhe, 1069,8 Meter Streckenlänge, 99,8 km/h Spitzengeschwindigkeit und 4 Inversionen. Und die sind zum Teil sehr crazy, weil wer von euch hat schon mal was vom Step-Up Underflip gehört? Ich nicht. Was geil ist, aber der Zero-G Stall, wahnsinnig cooles Element, und 2 Zero-G Rolls gibt es dann auch noch bei der Bahn. Krasses Ding, bewegt sich alles, sieht farblich cool aus. Thematisch gibt es jetzt bei keiner dieser Achterbahnen im Park irgendwie groß was Erwähnenswertes, was man beachten sollte. Aber Wildcats Revenge, echt crazy Achterbahn, die richtig Spaß macht, die sehr beeindruckend ist. Und das ist das Portfolio vom Hershey Park und das ist echt stark. Die haben von allem etwas, sind sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Und deswegen denke ich, ist das ein Park, den man unbedingt besuchen sollte, wenn man Achterbahnen mag. Aber ich frage mich auch, was wäre der nächste Schritt? Was kommt als nächstes? Was fehlt dem Park noch? Was braucht der Park noch? Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Welche Achterbahnart fehlt noch im Hershey Park?